So, Hallihallöchen. Wahrscheinlich kennt ihr meine Stimme oder wahrscheinlich kennt ihr sie nicht, weil ich ewig nichts mehr für diesen Channel getan habe, aber ich nehme jetzt einfach mal ein wenig Freizeit als kleine Gelegenheit, ein kleines Video zu machen. Und zwar über eines meiner absoluten Lieblingsspiele, beziehungsweise Lieblingsspielereien, Halo. Starten wir jetzt einfach mal die Mission. Wir spielen hier gerade übrigens Halo 5. Das ist, glaube ich, so das, der kleine Cousin, der auf jedem Familienfest den großen Cousin nervt, weil er ist total hibbelig und steht total auf Sci-Fi und will die ganze Zeit über Dinosaurier reden und man kann ihn nicht wirklich leiden, weil er einem nur auf die Nerven geht. Ich habe tatsächlich eine kleine Geschichte zu Halo, beziehungsweise ich habe eine Geschichte mit Halo. Und zwar ist es so, dass ich recht früh mit der Reihe angefangen habe. Ich habe so, als ich 14 war, habe ich angefangen, das in der ersten Teil zu spielen. Tatsächlich Combat Evolved auf dem PC. Und Grund dafür war einfach, so in der Schule, ich glaube, es war 2009, alle hatten gerade Modern Warfare 2 gespielt und alle waren da am Zocken, nur ich nicht. Unter anderem aus dem Grund, weil vom Elternhaus aus war natürlich so eine Konsole und gerade solche Spiele waren halt nicht gerne gesehen. Und auch von mir aus persönlich, ich hatte tatsächlich Angst vor First-Person-Shootern, weil es gab auch einige Fernsehberichte in der Zeit, die damit zusammenhingen, dass wohl einige ja, geistig gestörte Personen, was auch immer das jetzt war, dass einige geistig gestörte Personen, dass deren Verhalten wohl mit First-Person-Shootern zusammenhing. Und das habe ich geglaubt. Ich hatte ohne Scheiß gedacht, wenn ich sowas spiele, dann werde ich auch so zum Mörder. Er hat sich hinterher natürlich nicht bewahrheitet, ist ja auch völliger Quatsch. Nur, ich hatte das meinem Vater erzählt, weil mein Vater kam an, sag mal, kennst du Halo? Das ist ein richtig geiles Spiel, so mit diesen Fahrzeugen da rumzufahren. Ja, und da hatte ich gesagt, nee, das ist so ein Shooter, da habe ich Angst vor, das will ich nicht spielen. Und da hat mein Vater tatsächlich gesagt, so, das ist doch völliger Quatsch, muss jeder für sich selber entscheiden. Pass auf, ich zeig dir das Spiel einfach mal, entscheide für dich selber. So, das war der wichtige Punkt. Er hat gesagt, ich soll für mich selber entscheiden. So, jetzt hatte ich mich dann mehr oder weniger dazu überreden lassen, mal Combat Evolved zu spielen. Und ich war ein absoluter Volltrottel, was so Shooter anging. Ich hatte sowas noch nie in der Hand. Ich hatte auf dem PC gespielt, ohne Controller. Das war so das erste Mal, dass ich mit Maus und Tastatur so einen Shooter gespielt habe. Und ja, das war schon recht lustig. Ich habe damals auf einfach gespielt, aber heilige Scheiße hat mich dieses Spiel beeindruckt. Wirklich, Combat Evolved, das ist so das Beispiel dafür, wie man einen richtig guten Shooter macht. Also so richtig gut. Ich war beeindruckt von der Geschichte, ich war beeindruckt von der Spielwelt, ich war beeindruckt von der Geschichte hinter der Spielwelt. Es war alles so detailliert, alles war so gut gemacht und das Gameplay, das fühlte sich absolut genialisch an. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich Spaß, die Covenant hier auf dem Ring wegzuballern, bis es dann mit der Geschichte weiterging. Ich war ja natürlich unglaublich schlecht in dem Spiel und musste natürlich ab und zu auch mal öfters Kapitel neu spielen und ich konnte halt auch nur alle 2 Wochen spielen, weil ich halt nicht immer bei meinem Vater am PC war. Jetzt gab es aber diese Stelle, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt, von der ich jetzt rede. Irgendwann müsst ihr Captain Keyes retten und ihr denkt euch, alles klar, ist eine ganz normale Rettungsmission, müssen halt gucken, dass er da sicher rauskommt, unser Captain. Ja, nur irgendwas stimmt hier nicht. So die Allianz, die ist gerade am Wegrennen und ihr denkt euch so, boah, sind unsere eigenen Jungs so krass, dass sie die Allianz schon verjagen? Nein. Ich hatte tatsächlich zu der Zeit mich aus Versehen gespoilert und zwar hatte ich herausgefunden, dass es ein Halo-Anime gab. So, den hatte ich geguckt, den fand ich ziemlich gut. Nur da war von einer Fraktion namens Flood die Rede. Das war so eine Art Zombie-Parasiten-Virus. Und ich dachte mir so, als diese Stelle kam, oh oh, bitte lass es nicht das sein. Und ja, es waren die Flood. Und was da darauf folgte, waren echt die 2 schlimmsten Kapitel des Spiels. Nicht objektiv die schlechtesten, aber ja doch eigentlich auch die schlechtesten. Und zwar kam die erste und die zweite Begegnung mit dem Flood. Erstens kam diese Einrichtung. Und in der hatte ich mich natürlich riesig verlaufen und ihr müsst euch mal vorstellen, ich war so 14, ich hatte noch, ich war so ein bisschen schreckhaft als Kind. So. Und
Ja, jetzt stellt euch mal vor, ich bin in diesem Komplex unterwegs, überall sind diese Zombies und könnt euch sicher denken, was für ein traumatisches Erlebnis das war, aber ich habe es ganz allein da rausgeschafft, so. Und danach, diese Angst vor den Flat, die war wie weggeblasen. Ich weiß, das ist nur ein Videospiel, so, aber als ich wusste, dass ich die besiegen kann, ne, war deren Bedrohungsstufe mehr oder weniger gleich null. Wenn ich auch das Bibliothek-Level absolut kacke fand. Die Shotgun, ja gut, die hat das Level so ein bisschen gerettet, aber ansonsten, das war dieser Shooter, der war so gut und dann kam dieses Level, es war so schlecht. Und dann irgendwann hatte ich es geschafft, Halo durchzuspielen. Und irgendwann kam mein Vater an, hey, ich habe Halo 2 für den PC, willst du spielen? Und ja, damit ging es dann los. Dann war es eigentlich schon ein hoffnungsloser Fall, weil dann hatte ich mich auch schon mehr oder weniger in das Franchise verliebt. Vor allem als dann die Geschichte losging, wo wir den Gebieter gespielt haben, wo ich dachte, wow. Weil das mit dem Gebieter, das hatte ich so nie vorher gesehen. Die Allianz war vorher immer der Autsch. Die Allianz war vorher immer dieser brutale Feind, welcher barbarisch durch die Galaxis streift und alle abmurkt, die irgendwas zu sagen haben, so. Und plötzlich spielt man einen aus der Allianz, man sieht die Geschichte aus der Sicht der Allianz und man merkt, oh, die Typen, die haben auch eine Hintergrundgeschichte, die haben auch einen Grund, wieso die etwas machen. Die machen das nicht aus Spaß oder weil die das toll finden. Okay, nicht unbedingt nur, aber die haben dahinter, das ist deren religiöses Motiv. Das ist jetzt zwar keine Entschuldigung, sogar eine ziemlich billige, aber so die Side-Story mit dem Gebieter, wo er erkennt, dass er tatsächlich mehr oder weniger sein Leben lang nur verarscht wurde und Millionen von Menschen für ja eigentlich völlig umsonst ermordet hat. So dieser Moment, er war ja derjenige, der hinter Reach gesteckt hat. Ja, und dann dieser Moment, als er sagte, tut mir leid, aber die Propheten, die haben uns leider verraten, tat daraus. Das war schon heftig und mein 14, mittlerweile 15- bis 16-jähriges Ich war damals tief beeindruckt von Halo. Also, ich habe noch nie einen Shooter gesehen, der so viel Wert auf eine coole Geschichte gelegt hat und dabei auch noch so viel Spaß gemacht hatte. So, und ich will nicht zu viel von der Geschichte spoilern. Das Video hier mache ich eher als so eine Art, ja, was genau soll das Video sein? Ich will eigentlich nur erklären, warum ich Halo cool finde und ich hoffe, dass sich mehr Leute das mal ansehen, weil das sind wirklich gute Shooter, die man da vor sich hat. Das kann echt nicht schaden, die mal gespielt zu haben, ganz ehrlich. Deswegen will ich nicht allzu viel von der Geschichte spoilern, weil ich hoffe, ihr würdet das mal für euch selber erleben. Was ich zur Geschichte allerdings an sich sagen kann, es ist ja ein Standard Softcore Sci-Fi Setting. Das muss man fairerweise sagen, aber ein sehr detailliertes, ein sehr expansives, falls es das Wort überhaupt gibt. Es gibt ja nicht nur die Spiele, es gibt ja auch noch zwei Strategiespielableger. Hier ist ein Secret. Es gibt eine Anime-Serie, wie ich gerade erwähnt habe. Es gibt Bücher, von denen ich, glaube ich, 4 davon hier im Schrank stehen habe. Die sind nicht mal schlecht, die würde ich echt empfehlen. Aber, ja, wo war ich jetzt gerade? Die Geschichte an sich ist sehr. Man hat einfach viel zu entdecken in dieser Geschichte. Wirklich die Gegner, die sind jetzt nicht einfach nur da, um getötet zu werden. Jeder der Gegner hat eine eigene Geschichte hinter sich. Die haben alle einen Grund, wieso sie da sind. Sie haben alle ein kleines Beispiel, genau. Mit Beispielen erklärt man das am besten. Die Grunts, diese kleinen Viecher. Ja, warum sind die da? In Wirklichkeit heißen die Grunts nicht einfach nur Grunts, sondern Angoi. Das heißt, deren Name wurde denen mehr oder weniger genommen. Die Angoi sind eigentlich nur Sklaven, die nicht wirklich der Allianz beigetreten sind, weil sie ihr beitreten wollten, sondern weil die Allianz irgendwann auf deren Planeten aufgetaucht ist und gesagt hat, so, willkommen im Club, Leute. Und ja, irgendwann war es natürlich so, dass die Grunts dachten, warum lassen wir uns das gefallen? Haben sich natürlich gewehrt, aber dann hat die Allianz ihren Heimatplaneten zerbombt und die Grunts, die überlebt haben, nun, die sind jetzt mehr oder weniger an die Allianz gebunden. Aber weil sie sich gegen die Allianz mehr oder weniger gewehrt haben, haben die Eliten, die Spezies, die so ein bisschen wie japanische Samurai denkt, die haben die natürlich als würdige Gegner anerkannt, aber auch dadurch als würdige Verbündete. Und das ist so mehr oder weniger deren Geschichte, warum die immer noch zusammenarbeiten. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn jetzt das Standard-Kanonenfutter im Shooter-Gameplay eine teilweise tiefere, tiefgründigere Hintergrundgeschichte hat als der Lore hinter einem Call of Duty. Ja, das heißt einfach, dass sich da jemand Mühe gegeben hat und das weiß ich echt zu schätzen. So ein kleines Fun-Detail. Ähm,
das erste Level in Halo Combat Evolved. So, wir wurden angegriffen, oder man wurde angegriffen, man wurde gerade aus dem Kryoschlaf geweckt. Und ja, man kämpft sich gerade durch das Schiff in der Hoffnung, oh scheiße, hoffentlich erwischen diese Viecher mich nicht. Was zur Hölle ist hier los? Und ja, dann kriegt man seine erste Waffe von Captain Keyes und man macht sich auf, um die Allianz zu bekämpfen. Und dann begegnet man tatsächlich den ersten Allianzlern, den ersten Außerirdischen. Und es sind Grunts und man denkt sich einfach so, warte, die kleinen Dinger sind jetzt unsere Gegner, die bedrohen die Menschheit, die sind jetzt die Gegner in dem Spiel? Das war tatsächlich so meine erste Reaktion, so nach dem Motto, okay, weird flex, but okay. Naja, ich wollte, glaube ich, über das Gameplay reden. Machen wir das jetzt lieber mal. Das Gameplay an sich ist, ja, im Grunde genommen reicht es, wenn man es Shooter nennt, denn viel mehr war, beziehungsweise ist Halo jetzt nicht. Combat Evolved war zum Beispiel relativ simpel. Es war wie, man könnte es echt mit Doom vergleichen, weil es gab keine Iron Sights, es gab jetzt keine Superkräfte, kein gar nichts. Man hatte wirklich außer seiner Waffe und seinen Anzug hatte man jetzt so an sich nur seinen Verstand. Das hat auch gereicht. Das war, ich meine, wenn ein Spiel jetzt, sagen wir es einfach mal so, ein Spiel muss jetzt keine Superkräfte haben, nur um gut zu sein. Aber ich finde es natürlich immer nett, wenn ein Shooter mehr bietet als halt nur das reine Shooter-Gameplay. Sondern wie jetzt zum Beispiel Rage 2, was in den Startlöchern steht, auch mal ein paar, ja, Superkräfte. Ne? Nun, Combat Evolved war da wie gesagt sehr einfach. Was ich aber geil fand, war, dass die Maps relativ offen waren und schon einige Fahrzeugparts zugelassen haben. Man hatte solche Warthogs, das waren Jeeps mit Geschützen, mit Raketenwerfergeschützen. Die konnte man fahren, man konnte aber auch ans Geschütz gehen und die KI hat dann übernommen. Das war ziemlich geil. Oder die KI, die hat echt Zielwasser getrunken. Also wenn die am Geschütz saß, dann hattet ihr echt jede Schlacht wirklich garantiert gewonnen. Aber es ist es ist schon ziemlich geil, wie es dann auch diese Banshees gab. Das waren ja auch die Fahrzeuge der Allianz. Man konnte ja nicht nur Menschenfahrzeuge und Menschenwaffen aufheben, sondern auch Allianzfahrzeuge und Allianzwaffen. So. Und scheiße, das hat wirklich Spaß gemacht. Vor allem, wenn man mit einem Banshee durch die Luft geflogen ist, dann auch noch so richtige Dogfights mit anderen Banshees in der Luft hatte. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann in Halo 2, im Grunde genommen wurde das Gameplay ab da eigentlich immer nur erweitert. In Halo 2, das war eigentlich mehr oder weniger ziemlich identisch zu Halo Combat Evolved, mit der Ausnahme, na gut, okay, die Grafik ist jetzt eine Sache, aber hinzu kam auch noch die Tatsache, dass wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit hatten, zwei Waffen zu verwenden. Also quasi Akimbo oder duale Waffen. Und man konnte tatsächlich jede Waffe, die mit dem Dual-Wielding kompatibel war, konnte man jetzt auch miteinander kombinieren. So ein bisschen wie in Wolfenstein 2. Und ich bin ein absoluter Sucker für sowas. Ich liebe das. Ich liebe Dual-Wielding. Und der Grund dafür, dass ihr das jetzt hier in dem Gameplay nicht seht, ist einfach die Tatsache, dass sie es rausgenommen haben. Ab Halo Reach, glaube ich. Das ist ziemlich schade, aber dazu später mehr. Und dieses Dual-Wielding, ja, hatte natürlich seine Nachteile. Man konnte beispielsweise nur etwas langsamer nachladen. Man musste natürlich auf Dinge wie Nahkampf und so verzichten, weil dann hat man natürlich die Waffe fallen gelassen. Zielvorrichtungen, falls Waffen welche hatten, konnte man auch nicht verwenden. Und ja, das war es eigentlich auch schon an so großen Neuerungen. Dann kamen irgendwann noch immer wieder neue Fahrzeuge und neue Waffen hinzu. Ab Halo Reach gab es dann ja, Skills, die man aufheben konnte. Dafür flog leider das Dual Wielding raus. Aber ab Halo 4 endete dann die erste Saga. Ich bin tot. Aber damit begann dann die zweite Saga. Und ab Halo 4, ja, das war so mehr oder weniger der Bruchpunkt, wo viele Leute gesagt haben, this is not my Halo. Einfach weil sehr viele Dinge sich geändert haben. Beispielsweise, ja, einige Charaktere, wie zum Beispiel der Chief, wurden anders geschrieben, als sie vielleicht vorher waren. Sie hatten vielleicht Änderungen in ihrer Persönlichkeit. Dann gab es Änderungen im Gameplay. Beispielsweise war der Sprint jetzt eine Standardfähigkeit, die jeder verwenden konnte. Nach wie vor war das Gameplay aber immer noch relativ dem von Halo Reach ähnlich.
Dann kam aber Halo 5, also das Spiel, was wir jetzt hier sehen. Und plötzlich hat jede Waffe Iron Sights, also man kann über Kimme und Korn zielen, falls man das als Kimme und Korn bezeichnen kann. Und naja, die Skills sind mehr oder weniger rausgeflogen. Dafür haben wir jetzt einen Sprint Dash, einen Destiny Dash. Wir können in der Luft stehen bleiben und zielen, so ein bisschen wie Titanfall. Und wenn wir das hier machen, dann haben wir einen. Das ist ein Ground Pound Move. Ja, das ist ein Ground Pound Move. Wir haben einen Ground Pound Move. Also man merkt schon, die Reihe ist in einer Identitätskrise, würde ich jetzt mal sagen, weil ja, so sieht halt für mich eine Identitätskrise aus. Nach wie vor muss ich aber sagen, dass die Spiele nicht scheiße sind. Ich meine, ich habe wirklich viel Spaß mit dieser Kampagne und auch Halo 5 macht als Shooter sehr, sehr vieles richtig. Im Grunde genommen kann ich einfach nur sagen, abschließend, wenn ihr eine Xbox habt, dann solltet ihr auch, das ist jetzt kein Befehl oder so, also keine Sorge, ich komme jetzt nicht mit dem Stock vor euch verprügeln, wenn ihr kein Halo spielt, aber wenn ihr schon eine Xbox habt, dann solltet ihr auch echt mal Halo ausprobieren, weil ihr werdet es nicht bereuen.